Wir sind Basti, Svenja und Peppa und reisen mit unserem Camper entlang der Panamericana. Mittlerweile sind wir in Peru, im heiligen Tal der Inkas. Wir lernen hier einen ganz neuen Blickwinkel auf Tourismus kennen und hinterfragen vieles unserer eigenen Reise. Das hat uns irgendwie nachhaltig schon zum Nachdenken gebracht. Am Ende treffen wir eine Entscheidung, mit der wir zu Beginn unserer Reise wohl nicht gerechnet haben. Ja, das war so irgendwie so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, wo wir beschlossen haben, dass wir Machu Picchu auslassen werden, dass das einfach nichts für uns ist. Willkommen auf unserem Kanal Neuland Stories. Was für ein wunderschöner Morgen. Der Vollmond ist noch am Horizont und steht direkt über dem archäologischen Inka-Park von Pisac, wo wir aktuell sind. Wir sind von Soraypampa, von unserer letzten Wanderung, bis ins Heilige Tal gefahren und sind jetzt ganz am Anfang des Heiligen Tales in Pisac, wo eines der bedeutendsten Inka, nicht Inka-Ruinen, schon auch Ruinen, aber sie nennen es hier lieber archäologischen Park, habe ich gelernt. Haben hier auf dem Parkplatz übernachtet und ich gehe jetzt mit Peppi eine kleine Runde und danach machen wir uns auf den Weg Richtung Parkplatz und dann schauen wir uns das mal von der Nähe an. Wir sind quasi genau gegenüber und können von hier aus auf die Ruinen gucken und man kann die Terrassen schon richtig gut erkennen und oben auf dem Gipfel kann man die ersten Häuser sehen und unten im Tal ist dann der kleine Ort Pisac. Ich bin ganz schön aus der Puste, hier geht es ganz schön bergauf und bergab. Wir machen jetzt den Van abfahrbereit und dann geht's da hoch. Stellst du, Peppi, ist das noch Essen runter? Ja, ne? Wir haben jetzt 7:30 Uhr. Um 7 Uhr macht der Park hier auf. Um 8? Nee, um 7 Uhr stand. Aber irgendwie die Ticketzellen machen erst um 8 auf, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Mal gucken, ob wir da jetzt überhaupt durchkommen. Da vorne steht 8. Mal gucken. Vielleicht lassen sie uns durch. Nur eine Gruppe ist noch mit uns hier oben gerade.
Also es macht wohl doch erst um 8 auf. Jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde und so lange trinken wir halt einen Kaffee oder so. Wir waren jetzt gerade noch mal ein zweites Mal da bei dem Eingang, um dann zu erfahren, dass wir da gar keine Tickets kaufen können um 8, sondern wir hier noch mal runterfahren müssen in das Dorf, um hier Tickets zu kaufen. Ist top organisiert. Hier wäre das. So. Ja. Also gucken, was es kostet. Ja. Man kann nicht nur Ticket für den Eintritt für hier bezahlen, sondern man muss das Ticket kaufen für den Eintritt von 4 archäologischen Sites. Und der kostet 70 Soles, was umgerechnet 15 Euro sind. Mehr. Ja, 18. 18 Euro sind. Ich meine, für 4 Sites nicht schlecht, aber wir werden uns nicht alle 4 angucken und jetzt 20 Euro pro Person zu bezahlen nur. Ja, dann gehen wir halt arbeiten. Ja, schade, aber wir haben von unserem Parkplatz ja beste Sicht auf den Park und genießen einfach die Aussicht. Wir haben uns jetzt einen Kaffee gemacht und hier sind so ein paar Bänke mit Ausblick auf die Ruinen, den archäologischen Park. Und da setzen wir uns jetzt einfach hin, genießen ein bisschen die Aussicht und lesen uns was ein bisschen dazu durch und informieren uns einfach ein bisschen und machen so ein bisschen Alternativprogramm. Der archäologische Park bei Pisac ist eine der beeindruckendsten Inka-Städte im Heiligen Tal. Die weit angelegten Terrassen kann man schon aus der Ferne sehen und bekommt einen Eindruck, wie groß und weitläufig die Stätte ist. Hoch oben, thronend auf einem Hügel über der Stadt, bietet sie einen atemberaubenden Blick auf die ganze Umgebung. Auf viele Besucher übt sie sogar einen größeren Charme aus als die Inka-Stätte Machu Picchu. Keine Ahnung. Warum schreibt der Helle schon wieder keiner? Alter Schwede. Kommen wir da überhaupt unten durch? Ja, wenn er da. Er sagt nach rechts. Ach du Scheiße. Aber gute Fahrt.
Da ja auch immer drüber, ne? Anscheinend. Gracias. Ja? Keine Ahnung. Steht hier irgendwie. Das wird schon gehen, oder? Ja. Schön auf den. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Schön auf der Spur bleiben. Alter, mir wird schlecht. Oh mein Gott. Okay. Ich will da nicht wieder zurück rüberfahren. Ja, aber. Also wir haben heute nochmal einen neuen Versuch gestartet, was hier anzugucken. Und anscheinend habe ich den Weg nicht gut genug geprüft. Google hat uns eine absolute Horrorstraße geschickt. Wir sind sie leider gefahren. Und sind auch gerade über eine Brücke gefahren, wo wir jetzt gleich wieder zurück müssen. Die, keine Ahnung, man einfach nur hoffen kann, dass man drüber kommt. Und die Straße hoch ist auch nicht viel besser. Deswegen drücken wir jetzt einfach nochmal die Daumen und hoffen, dass wir oder versuchen so gut wie möglich in die peruanische Brückenkunst zu vertrauen, die da gebaut wurde. Und hoffen, dass unser Van nicht da in dem Fluss im Urubamba River landet. Also die Salineras de Maras, so ein Anbaugebiet für die Salz. Oder hier wird Salz abgebaut. Gucken wir uns auch nicht an. Läuft. Gleich nach hinten. Guck mal, warte. Ach du Scheiße. Wenn der Fahrer noch lachen kann. Ja. Viel Anlauf. Ladies, Oh Leute, ich kann nicht. Boah, ist das merkwürdig, über so eine Hängebrücke zu fahren, ey. Abenteuer. Peru schafft uns. Oh. Okay, wir haben es zurückgeschafft. Viel Nerven aufreiben für nix. Was heute eigentlich hätte zu einem kleinen Explorer Day werden sollen, wurde jetzt so ein bisschen zu einem Alltagstag und wir füllen jetzt hier noch Wasser auf. Wenn wir schon mal da sind, Basti hat gerade Ersatzglühbirnen besorgt. Richtig gut, weil mal wieder vorne eine Glühbirne von uns ausgefallen ist. Technologia Alemana. Nicht schlecht. Viel günstiger. Hätten wir noch ein paar mehr mitnehmen sollen. Ich glaube, sowas finden wir nochmal hier. Ja. Irgendwie sind unsere Nerven hier gerade ein bisschen auf kurzer Zündschnur, zumindest meine. Und bin jetzt froh, wenn wir ein paar Sachen erledigt bekommen und dann nochmal neu durchstarten. Was sagst du? Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hatten hier auch Diesel getankt und Diesel kostet hier aktuell 16 Soles. 16,99. 16,99, also 17 Soles. Für eine Gallone, was pro Gallone 4 Euro sind, knapp 4 Euro. Was pro Liter? 1,10? 1,15? Ja.
1,15 € sind ungefähr. Más o menos. Es ist wieder sehr wenig Wasser durchgekommen und wir haben mal gecheckt. Rückseite, Vorderseite. Also der Filter, selbst der Vorfilter lohnt sich schon sehr. Jetzt läuft volle Lotze raus. Wir benutzen eigentlich schon seit unserer Reise einen Wasserfilter, weil wir das Wasser ja aus unserem Wasserhahn trinken. Und dafür filtern wir einmal das Wasser, bevor es in den Wassertank geht, mit einem Kohlefilter, Schwarzkohle-Aktivfilter. Und unter dem Waschbecken filtern wir nochmal mit einem Schwarzkohle-Aktivfilter und Nanofilter, ne? Das ist ein Schwarzkohle. Aktivkohlefilter. Schwarzaktivkohle. Nein, er ist schwarz. Er ist schwarz. Und einem Nanofilter. Und damit kann man echt, selbst in den USA haben wir damit den Chlorgeschmack aus dem Wasser rausgefiltert, was richtig verrückt war. Ja, sind sehr zufrieden damit. Basti sagt, hab die Flop, mach wieder Wasser an, oder was? Nee, du sollst mir helfen. Ich soll helfen. Machen wir es wieder andersrum, weil das da rausgelaufen ist an der Seite. Der Seite? Und noch den anderen Schlauch, der da hängt? Hä? Den anderen Schlauch, der da hängt? Oder was? Ich verstehe jetzt nicht, was du machen willst. Kann ich auch versuchen. Obwohl der Tag nicht verlief wie geplant, haben wir das Beste daraus gemacht und kommen am Abend in dem kleinen Städtchen Ollantaytambo an. Am nächsten Morgen besuchen wir die Inka-Stätte von Ollantaytambo, die letzte Stadt im Heiligen Tal. In den Tälern und Hügeln rund um die Stadt kann man die berühmten Terrassen und alte Lagerhäuser der Inkas in der Höhe entdecken. Aufgrund der massiven Mauern auch Fortaleza Festung genannt. Der archäologische Park ist nur 2 Minuten von dem historischen Stadtkern entfernt und das Besondere ist, dass Teile der Altstadt immer noch aus der Inka-Zeit stammen. Wir sind nach Pisac hier Richtung Ollantaytambo Korrekt. gefahren. Ich muss gerade überlegen, wie der Ort hier heißt. Wir sind nämlich schon 1-2 Tage hier und sind hier Teil eines anderen Projektes und nicht unseres eigenen YouTube-Projektes. Weshalb wir jetzt aber uns nicht zu schade waren, nochmal die Kamera auszupacken und euch mit nach Ollantaytambo zu nehmen, weil uns dieser Ort, trotz dass er so touristisch ist, wirklich sehr gut gefällt. Das Spezielle an dem Ort ist nämlich, dass der Ort, die Häuser von Ollantaytambo auf Inka-Ruinen gebaut wurden und man das hier an den Steinen hier unten noch sehen kann. Und ja, das irgendwie einfach ein richtig süßes Städtchen ist, obwohl hier so viel los ist.
Wir suchen uns jetzt noch ein Plätzchen, wo wir vielleicht was trinken können und lassen den Abend hier ausklingen. Und an Restaurant und Café angeboten mangelt es hier wirklich nicht. Sieht echt richtig cool aus und richtig nett. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden. Und das ist ja bekanntlich nicht so unsere Stärke. Okay, Change of Plans. Wir sind doch irgendwie ganz schön kaputt. Wir saßen jetzt hier noch ein bisschen an dem Platz und haben das Geschehen beobachtet. Und gehen jetzt wieder zurück an Van und machen uns da eine Kleinigkeit. Para mí, Intipunku. Claro, Intipunku? claro. Okay. This is the local brewery, Cervecería Valle Sagrado. So The worst way to... nice pineapple juice. Yeah. Cheers, cheers, man. Cheers. Por el gusto, por el gusto. ¿Por gusto? Por el gusto, so because for the happiness, por el gusto. Por el gusto. Por el gusto is like for something that you like is gustar. Yeah. Gustar. So because we're together, I guess. Por el gusto. Guten Morgen. Das war eine sehr chaotische Woche mit so mancher Katastrophe. Naja, nicht Katastrophe, aber es lief einfach nicht so richtig nach Plan, was unsere Zeit hier so ein bisschen im heiligen Tal der Inka widerspiegelt. Irgendwie sollte es nicht so richtig rund laufen für uns, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir haben unsere Zeit hier trotzdem sehr genossen und sind jetzt seit mehreren Tagen hier in dem Örtchen Ollantaytambo. Das ist quasi der Ort, wo der Zug Richtung Aguascalientes zu dem Ort fährt, von wo aus es zu Machu Picchu geht. Und wir stehen hier auf einem Parkplatz von einem Hotel und können von hier aus sehr gut die ganzen Touristenströme Richtung Bahnhof beobachten und auch die ganzen Träger und Porter, die das ganze Gepäck schleppen müssen, was ziemlich beeindruckend ist, weil die Rucksäcke meistens 3-mal so groß sind als die Männer und Frauen selbst. Und ja, das war so irgendwie so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, wo wir beschlossen haben, dass wir Machu Picchu auslassen werden, dass das einfach nichts für uns ist. Und ja, ein Grund ist auch, dass Hunde da oben nicht erlaubt ist, was auch völlig in Ordnung ist, aber dadurch müssten wir Peppi mehrere Tage abgeben oder Basti und ich machen es jeweils separat einzeln, aber das wollten wir irgendwie auch nicht so wirklich machen und ja, nur damit wir es halt eben gesehen haben und da waren und dieses Foto haben wir gesagt, nee, das ist es uns nicht wert und haben lieber hier im Umkreis von Ollantaytambo ein bisschen mehr gemacht, ein bisschen mehr erlebt, ein bisschen mehr auf eigene Faust Alternativen gefunden und hatten richtig, richtig schöne Begegnungen und Erfahrungen gemacht, die wir aber allerdings nicht selbst gefilmt haben, sondern das ist Teil eines anderen Projektes, wo wir ja ein Teil davon waren, worüber wir die ganze Zeit stillschweigen mussten und nächste Woche endlich das Geheimnis lüften dürfen und wir uns da richtig, richtig doll drüber freuen, es euch endlich erzählen zu können und auch dann bald vielleicht das Endergebnis sehen zu können und mehr kann ich euch heute noch nicht verraten, aber wie gesagt, nächste Woche im nächsten Video
erzählen Basti und ich da ein bisschen mehr drüber, was denn da die ganze Zeit hinter den Kulissen so los war. Wer aber nicht bis nächste Woche Sonntag warten möchte, der kann auf Patreon vorbeischauen. Die wissen nämlich schon Bescheid. Guckt da gerne mal rein. Da kann man die ein oder andere Information rauslesen. Ja, genau. Das war es auch für diese Woche, für diesen Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen und unterstützt unseren Kanal. Und dadurch können wir einfach weiterhin Reisevideos für euch for free erstellen. Und ja, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und das Emoji der Woche ist, lass mich kurz drüber nachdenken, so langsam gehen uns die Emojis aus. Neben dem Support-Herz auf jeden Fall eine Tasse Kaffee, weil ich die gerade in der Hand habe. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und bis dahin sage ich danke, Ende.